Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich schaue jetzt mit den Tarotkarten, was dich im August 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Und für persönliche Legungen schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Los geht's für Widder bitte. Was kommt auf Widder im August 2025 zu? So, okay. 3 Karten, na dann nehmen wir es gleich. 18. große Arkana, der Mond. Hier habe ich den Ritter der Kelche, die 3 der Münzen und im Unterdeck habe ich etwas ganz was Neues, den König der Münzen. So, einmal richten, also wieder. Einerseits, was mir mit diesen ganzen Kombinationen der Karten gleich reinkommt, und da geht es nicht zwingend um die romantische Liebe, aber hier möchte jemand an eurer Beziehung arbeiten. Es kann einerseits sein, dass du keinen Kontakt mehr zu dieser Person hast. Es muss jetzt nicht zwingend ein Ex-Partner oder ein Ex-Freund sein. Kann auch jemand sein, wo es halt im Moment Funkstille herrscht, wo irgendwie aus diversen Gründen geschwiegen wird oder wo es im Moment einfach nicht so gut läuft. Aber diese Person ist halt in den meisten Fällen ein Mann, möchte hier im August an eurer Beziehung arbeiten. Es kann ein Erdelement sein, das heißt Steinbock, Stier oder Jungfrau. Kann, muss aber nicht sein. Ein König der Münzen ist halt jemand, der sich schon viel aufgebaut hat, in den meisten Fällen selbstständig, kann mit Geld sehr gut umgehen, genießt auch das Leben, also reist sehr viel und schaut sich halt die ganze Welt an, beziehungsweise liebt auch den Genuss, schöne Kleidung, also der legt hier sehr viel Wert auf sein Äußeres, auf sein Erscheinungsbild, aber eben auch auf seine Umgebung. Also der hat auch ein schön dekoriertes Haus oder eine Wohnung. Dem ist es nicht egal, wie er oder sein, ich sage jetzt einmal, Besitz nach außen wirkt. Und abgesehen davon ist er auch eine bodenständige und vernünftige Person, auf die man sich auch verlassen kann. Also das ist jetzt der letzte König im Tarot und im Vergleich zum ersten, das ist der König der Stäbe, der einmal da ist und einmal dort. Also das ist jetzt nicht zwingend, dass jeder König der Stäbe so ist, aber er hat halt den Ruf. Und ein König der Münzen ist das genaue Gegenteil. Also wenn der sagt, er ist um 10 Uhr bei dir, dann ist er auch um 10 Uhr bei dir, sogar früher wahrscheinlich. Der hat einfach Ängste, aber auch die Sehnsucht. Und der wird aber im August aus seiner Komfortzone rauskommen. Du siehst ja hier, der Mond, das ist auch eine der Krebskarten. Du siehst ja, wie der Krebs da rausgeht aus seiner Komfortzone, weil der ist ja gerne im Wasser und da muss er sich da irgendwie durchkämpfen. Und es ist hier auch so, dass dieser König der Münzen sehr langsam ist. Es ist die Münzenergie, also der hat sich vielleicht sehr viel Zeit gelassen oder ist halt nicht der Schnellste, andersrum. Und mit dem Mond wird er bzw. wird sich eure Beziehung transformieren. Warum? Ich habe hier die 2 Türme und diese 2 Türme sind für mich einfach der Hinweis auf die Todeskarte, also das ist die 13. große Arkana, wo eben auch die 2 Türme abgebildet sind. Und mit dem Ritter der Kelche kommt hier einfach ein Angebot zu. Schau, du siehst ja hier, das ist die Todeskarte und hier hast du die 2 Türme, die da auch den Mond repräsentieren. Und es soll einfach in eine bessere Zukunft gehen. Wenn es hier wirklich um jemanden aus der Vergangenheit geht, dann möchte man das ganze Alte weg. Man möchte sich hier entschuldigen. Dieser Mann hat sich transformiert, der hat sich verändert. Und ich habe ja nicht das Gefühl, dass der schon immer so war, also in dieser Münzenergie oder vielleicht auch in dieser Königsenergie, sondern das war eher was Kleines. Und dass der vielleicht eben damals nicht gewusst hatte, was will er, dass er dich eben nicht wertgeschätzt hat. Und auch wenn es nur freundschaftlich ist. Also der wird vielleicht nicht gesehen haben oder wollte nicht sehen, was du in der Freundschaft alles leistest wieder. Und das wird sich ab August aber ändern, weil einerseits hier eine Nachricht, aber auch ein Angebot, was aus dem Herzen kommt. Du hast hier die Kelche und mit den 3 der Münzen geht es hier auch um die Anerkennung, ums Teamwork. Also der möchte gemeinsam an eurer Beziehung arbeiten. Der möchte jetzt auch endlich Arbeit darin investieren und dir eben auch Anerkennung geben, wenn das in der Vergangenheit, wie gesagt, nicht so war oder wenn das in der Gegenwart nicht so ist. Vielleicht bist du mit diesem König der Münzen in einer Partnerschaft und irgendwie kommt da nichts und das wird sich aber ändern, weil sich in ihm etwas verändert hat und der vielleicht auch jetzt gecheckt hat, was du ihm eigentlich wert bist oder was du in die Beziehung dann bringst. Und hier mit den 3 der Münzen, das sind ja eben die einzigen Münzen,
die nicht in Gold gehalten sind. Also du siehst ja hier zum Beispiel, da ist die Münze in Gold, das ist die einzige Karte, wo es nicht so ist. Warum? Weil man hier einfach einen Plan hat und den setzt man um und man arbeitet daran. In dem Fall eben gemeinsam. So, das ist jetzt einmal liebestechnisch und wie gesagt, es geht hier nicht zwingend um das Romantische. Liebe ist ja vielfältig. Es kann genauso ein Familienmitglied sein, wie auch immer. Also abseits von dem, du bist hier einfach immer gut in deiner Kraft. Du gehst hier sehr vernünftig vor, auch in Geldangelegenheiten und was den Beruf anbelangt. Eben zweimal die Münzen, das ist eben das Materielle, aber auch beruflich bzw. die Finanzen. Und du wirst dir hier einfach deine Träume anschauen, denn mit dem Mond geht es um etwas, was schon lange in dir herumschlummert. Das ist auch dieses Unterbewusstsein, das, was man nicht sieht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass du jetzt auch mit diesen ganzen astrologischen Konstellationen, die im Moment sind, vor allem der Löwe, das ist ja so wie du ein Feuerzeichen. Und hier geht es eben sehr stark darum, dass man im Moment, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Planeten so sind, es geht sehr stark um den Selbstausdruck. Und dass du einfach kreativ bist, aber auch, dass du einfach das machst, was du möchtest. Und das heißt jetzt nicht, dass du alles hinhaust und kündigst oder so. Davon ist nicht die Rede, sondern einfach, dass du anschaust, was möchtest du, welche Sehnsüchte hast du, was berührt dein Herz, ist ganz kitschig ausgedrückt. Und du wirst hier ab August aber auch dann daran arbeiten, einfach damit du eine Stufe höher stehst. Du möchtest jetzt nicht mehr, ich sage jetzt einmal, der kleine Widder sein, im übertriebenen Sinne natürlich, sondern möchtest jetzt auch hoch hinaus, wirst dir auch anschauen, wie kann ich vielleicht zusätzlich Geld irgendwo einnehmen, wie kann ich das, was ich eigentlich als Hobby mache und sehr gerne tue, wie kann ich das irgendwie vermarkten und auch anderen zugänglich machen, die Freude damit haben, also eine Win-Win-Situation und wie gesagt, hier, du bist sehr stark damit beschäftigt, beruflich dich vielleicht neu auszurichten, aber eben auch im privaten Bereich, dass du dir deine Umgebung anschaust, deinen Alltag, deine Finanzen, dass du dich einfach mehr darum kümmerst, aber jetzt nicht, weil es irgendwie an etwas mangelt, sondern einfach, weil du sagst, du möchtest hier etwas umstrukturieren und damit du deine Pläne umsetzen kannst, beziehungsweise damit du finanziell noch mehr gefestigt bist und auch an die Zukunft denkst, dass du einfach Pläne schmiedest, beziehungsweise diese auch gleich in die Tat umsetzt wieder. So, wir schauen weiter. Ein letzter Impuls für wieder, bitte. Ein letzter Impuls für wieder, für August, bitte. Na schau. Die 10 der Münzen, so. Und im Unterdeck habe ich die 4. große Arkana, das ist der Herrscher. Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, das bist du. Du bist einfach in deiner Kraft, weil der Herrscher, der steht auch für das Tierkreiszeichen Widder. Und du wirst hier einfach auch, du siehst das ganze Rote, das steht ja eben für deine Macht. Und du wirst einfach in deine Kraft kommen, du wirst deine Macht umsetzen, du weißt, was du kannst und du wirst dir das auch holen und das Ganze führt dich hier zu Erfolg. Mit den 10 der Münzen ist es einerseits dieses Familienleben von Zusammenziehen, heiraten, Kinder kriegen, wie auch immer, also das volle Waschprogramm, wenn man es möchte, das ist hier möglich. Auf der anderen Seite eben auch dieser materielle, finanzielle Wohlstand. Und ich habe hier einmal die 3, ich habe hier die 10, dazwischen liegt die 7. Und das sind die 7 der Münzen, das ist eben dieses Langfristige, dieses Produktivsein, aber auch diese Geduldskarte, wo man sich oft denkt, meine Güte, jetzt mache ich da eh schon so lange das und wird denn das endlich erfolgreich, beziehungsweise wann kann ich endlich irgendwie meine Lorbeeren ernten? Und das wirst du bald machen, weil mit den 7 der Münzen nämlich auch einfach eine lange Zeit war, wo du im Wartemodus warst, wo du schauen hast müssen, dass das Ganze jetzt Früchte trägt und die kannst du bald ernten und eben auch, dass du hier ein wenig autoritärer vorgehst und auch bei gewissen Menschen oder Situationen mehr deine Grenzen setzt, mehr als sonst, einfach weil du sagst, indem du dich deinen Träumen widmest, siehst du irgendwie auch, wer da irgendwie nicht mit möchte oder wer dir da dazwischen redet und da setzt du klar deine Grenzen und siehst, wer hält wirklich zu dir und wer hält dich irgendwie auch davon ab, dass du das umsetzt, was du eigentlich von Herzen möchtest. So, und liebestechnisch, ja, dieser Mann möchte einfach hier mit dir den Erfolg, möchte mit dir die 10 der Münzen, das ganze Waschprogramm und wird sich hier auch bemühen, mit dem Herrscher, wenn ich das liebestechnisch deute, dann kommt er einfach in seine Kraft. Der wird hier mutig,
auf dich zukommen. Aber beim Herrscher ist es auch so, jetzt abseits von den negativen Eigenschaften, der ist ja derjenige, der alle Könige vereint. Das heißt, den Stabskönig, den Kelchkönig, den Schwerterkönig und eben auch den König der Münzen. Das heißt, der hat seine Gefühle jetzt im Griff, der weiß, was er für dich empfindet. Also er ist emotional stabil, der ist auch attraktiv, der weiß, was er möchte und holt sich das auch. Das ist eben dieses Feuerelement. Dann eben der Schwerterkönig, der geht strategisch und überlegt vor, aber auch sehr analytisch. Und eben der Münzkönig, der ist ehrlich und der plant auch langfristig und möchte hier wirklich etwas Ernsthaftes mit dir. Und dieser Herrscher kommt, wie gesagt, in seine Kraft, der wird hier mutig und wird hier einfach in seine männliche Energie gehen und möchte dir hier eben auch beweisen, dass er sich vielleicht verändert hat oder dass er jetzt eben weiß, was er an dir hat. Vollkommen egal, ob du mit dieser Person jetzt zusammen bist, Funkstille herrscht oder wie auch immer, auf welche Konstellation du eben schaust. Also der wird auf dich zukommen wieder, ob du das möchtest, beziehungsweise in welcher Form du das überhaupt noch möchtest. Das entscheidest natürlich du. Ich habe aber hier gute Karten. Ich habe hier viele Münzkarten. Das ist eben dieses ehrliche. Auf der anderen Seite habe ich hier aber auch die Gefühle, was ja ebenso wichtig ist und für dich persönlich wichtig, wenn du an irgendetwas arbeitest, sei es jetzt beruflich, finanziell oder im privaten Bereich, hobbymäßig. Das wird zum Erfolg. Du musst halt hier die nötige Ausdauer haben und immer dieses Ziel vor Augen, aber auch diese Flexibilität. Ich weiß, du bist ein Feuerzeichen, da habe ich jetzt keine Sorgen. Also bei einem Erdelement müsste ich mir mehr Sorgen machen, was die Flexibilität anbelangt. Aber wenn du hier wirklich auch ein wenig flexibel bist, weil die heutige Zeit, die ist halt dynamisch, da muss man halt sehr schnell handeln können und sich auch ein wenig umstrukturieren, dann wird dir das Ganze auch hier vielleicht ein passives Einkommen kreieren können oder eben auch schon, dass du früher in Pension gehen kannst. Wie auch immer, aber dranbleiben, das ist die Devise. Also in diesem Sinne wieder bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.